Hallo nochmal. So, ich hoffe, dass alle hat die erste Video von dieser kleinen Teil 1 und Teil 2 gesehen. Das ist die Teil 2 Video und jetzt schauen wir auf eine Gold Panda. Natürlich haben wir auch die schöne Packung. Das ist immer ein Hochqualität von der People's Bank of China. Und ich bin auch sehr gespannt mit dieser Münze. Ich muss sagen, wie mit der Silber. Die People's Bank of China denkt über alle die Kleinigkeiten, alle diese kleinen Dateien. Der Logo ist sehr nett, der äußere Packung ist sehr nett und die innere Etui, das ist immer sehr gut gepackt. Aber die Produkte sind so high-end und wenn man diese Münze bestellen, das ist immer sehr cool, wenn man das ausverpackt. Und schaut man an für das erste Mal, weil alles ist so schön. Alles ist so schön. Und es ist immer, das macht immer Spaß, oder? Diese Produkte zu sehen. Wie ich in die erste Video gesagt habe, ich finde die Zertifikat auch ein Teil, das macht Spaß von diesen Produkten. Das ist immer sehr viel Datei drin und ich finde, dass man ist drin in einem anderen Land oder eine andere Kultur. Die schöne Aufkleber ist auch da unten rechts. So, fangen wir an mit der Münze. Das ist von der Panda 2023 Serie, offensichtlich. Da nochmal mit dem schönen Logo. Und hier haben wir die 150 Gramm Gold. Natürlich, das ist auch Polierter Platte. Die haben hier diese schöne Kapsel drauf. Das ist eine schöne, interessante Form, wie der Silber. Und auch wie die Silber, das ist eine Premiere, das erste Mal mit irisierenden Farben geprägt. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr verliebt mit dieser Münze, mit diesen Ideen, dass die People's Bank of China hat diese Idee gehabt. Das ist nicht so crazy mit Fullfarbe, aber das ist nur ein Kleinigkeit auf diese Münzen, weil natürlich hat das viel Tradition drauf. Man kann da sehen, dass es auch mit Full-Qualität geprägt, alle die kleinen Dateien. Das ist auch nett. 2023 kann man da sehr klar sehen. Und hier nochmal auf dieser Seite, das gibt 150 Gramm. Das ist 3,9 Gold und 2000 Yuan. Aber diese zweite Panda, die sind so verliebt. Ich bin auch verliebt. Und diese Regenbogenfarben, das sieht sehr, sehr schön aus. Nur eine Kleinigkeit, aber voll anderes. Ne? Und wegen dieser erstes Mal, diese Premiere, das ist auch cool. Guck mal, alle die Dateien auf die kleine Treppe. Die haben gar nichts hier vergessen. Das ist diese noch die Hochqualität von der People's Bank of China. Und jetzt schauen wir an auf beide Münzen zusammen. Und was ich finde so interessant ist, wegen dieser Regenbogen irisierenden Farbe, die sieht anders aus auf beides. So zum Beispiel die Farben auf der Münze, der Silbermünze, sieht anders aus wie der Gold. Und ich finde das auch eine schöne Kleinigkeit. Das ist die gleiche Motiv, aber wegen dieser Farbe, das hat einen schöner Unterschied. Und ich finde das toll. So, was denken euch über diese Regenbogenfarben? Gefällt dir das? Oder vielleicht vorher, das war besser? Ich finde das interessant, aber was denken euch? Wenn euch Lust auf dieses Münze hat, schau mal, wie immer,
bei fififi.imk.com und Dankeschön, dass ihr Teil 2 auch angeschaut habt.